Vielleicht fragst du dich gerade, was hat eine Heißluftfritteuse eigentlich mit der Leber zu tun? Denn genau an diesem Punkt kommt mein Arzt ins Spiel. Ich war wegen einer anderen Erkrankung bei ihm. Und dann sprach er mich an: Frau Paulus, Sie haben da schon so viele Bücher zur Heißluftfritteuse erstellt. Könnten Sie nicht eins zur Ernährung bei Fettleber erstellen? Ich schaute ihn ganz verwundert an und fragte, ja, wieso? Und dann sagte er, ja, Fettleber wird oft falsch und eingeschätzt. Oft wird gedacht, das ist Erkrankung durch zu viel Alkohol, aber der Ursprung ist eigentlich, oder der Hauptpunkt ist eigentlich die falsche Ernährung. Okay, dachte ich mir, das kläre ich mit meiner Facebook-Gruppe. Schrieb einen Post und war über die Rückmeldung, über die Resonanz total verwundert, ja, und auch danach, wie soll ich sagen, positiv ergriffen, dass ich sagte, okay, das Thema ist wirklich so wichtig, dass ich es in Angriff nehme. Ja, und aus dem einen Buch wurden inzwischen 2 Bücher. Ich zeige dir jetzt hier in diesem Video kurz alle beide Bücher, damit du auch siehst vom Inhalt, was in den Büchern drin steckt. Ja, und du siehst, warum der Airfryer hier keine Spielerei ist, sondern ein echtes Werkzeug. Blicke ins Buch Fettleber, der Band 1. Und dieser Band entstand in Zusammenarbeit mit meinem Arzt, denn er war auch der Motor für dieses Buch. Schauen wir uns mal ganz kurz durch. Hier also die ganzen Gerichte, alles was aufgeführt ist. Ansonsten blättern wir mal etwas schneller durch jetzt hier. Also du siehst, es sind ganz viele Rezepte in dem Buch drin. Wenn wir jetzt bei einem Rezept mal stehen bleiben, dann hast du hier oben immer das Programm, die Temperatur, die Kochzeit, die Nährstoffe. Dann hier, was das Besondere an dem Rezept ist, die Zutaten und hier die Zubereitung, die Kilokalorienberechnung, also die Nährwerte. Dann Tipps für die Leber, sind extra Tipps noch drin, Variationstipps. Oft kannst du aus einem Gericht 3, 4 verschiedene andere Varianten machen, die habe ich hier aufgeführt. Dann, was das Besondere an Olivenöl zum Beispiel ist, Servierideen, wie du das Ganze servieren kannst und noch eigene Notizen. So, und das war Band 1. Und da ich mit meinem Arzt so viel zusammengestellt hatte und wir ausgesucht hatten an Rezepten, ja, und auch die Rückmeldung auf Band 1 schon so toll war, entstand jetzt noch ein Band 2 mit weiteren Rezepten. Aufgebaut wie Band 1, aber noch weitere viele Rezepte sind in diesem Buch jetzt hier vorhanden. Ich denke, da dürfte jetzt wirklich viel drin sein. Hier nochmal zusätzliche Tipps, persönlicher Gruß, was wichtig ist bei Lebererkrankungen. Und ich habe jetzt hier auch nochmal ganz kurz das Vorwort von meinem Arzt mit reingepackt. Weil für die, die den ersten Band nicht haben, die haben dann hier das Vorwort auch nochmal mit im Buch integriert. Aber ansonsten ist nichts doppelt in diesem Buch, also sind alles weitere neue Rezepte. Also das war Buch 1 und das ist Band 2. Und jetzt habe ich noch 3 leckere Rezepte für euch. Ja, und als erstes fangen wir jetzt hier mit diesem leckeren Rosenkohlauflauf auf. Und ich habe dazu noch Würstchen gemacht und was es mit den Würstchen auf sich hat und wie die leberkonform sind, das erkläre ich auch hier in dem Video noch genau. So, den Rosenkohl, den habe ich schon geputzt. Jetzt die Kartoffel, die schäle ich noch. So, im nächsten Schritt hatte ich jetzt den Rosenkohl so halbiert, gefördert, also kleinere Stückchen gemacht, damit er nicht zu groß ist. Und jetzt habe ich hier Kartoffel und die Kartoffel, da mache ich jetzt kleine Würfel entsprechend raus. So, die Kartoffeln kommen jetzt zu meinem Rosenkohl noch dazu. So, jetzt habe ich die Zwiebeln auch noch dazu. So, als letztes brauche ich jetzt Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Jetzt fange ich erstmal mit der Muskatnuss an. Die Muskatnuss gibt noch eine schöne Würze. So, jetzt noch Salz und Pfeffer. Und das rühre ich jetzt mal kurz durch. Jetzt geht es weiter, dass das Ganze auch etwas mit Öl besprüht wird. So, jetzt geht es alles weiter. Hier habe ich meine Heißluftfritteuse, den Christboden ist drin. Ich habe ja geschrieben auf dem Christboden. Zusätzlich habe ich jetzt hier noch meine Matte, die ich ganz gerne mal verwende. Und darauf kommt jetzt alles. So, die obere Lade, 180 Grad und 12 Minuten hatte ich gesagt, wollte ich erst mal schauen. Nachstellen kann man immer noch, die wollen wir zwischendrin schauen. So, ich schaue mal schon mal rein. Hilfen für euch. Ja, braucht noch. So, die Zeit ist rum, die ich am Anfang eingestellt hatte. Jetzt schaue ich mal nach. Oh, der kann noch ein bisschen. Auf da. Oder? Ja.
2 Minütchen noch. Jetzt habe ich mir überlegt, die letzten 2 Minuten lege ich noch die Würstchen dazu. Das ist jetzt nicht mehr Rezept. So, hier habe ich noch ein paar Nüsse. Jetzt noch ein klein bisschen Kleinschneider. Denn ich hatte ja auch eine, lasse ich mal ganz als Deko. Ich sage mal so schön, das Auge isst ja mit. So, schau, so sieht das jetzt fertig aus. Die Würstchen sind auch warm genug. Das sind ja bloß dünne, einfache Würstchen. Die sind so richtig heiß. Da haben die 2 Minuten voll und ganz gelangt. Das habe ich jetzt nochmal zurückgeschüttet in die Schale rein. Ja, jetzt geht es noch kurz weiter, ein bisschen Zitronensaft oben drüber. So, noch etwas Senf. Das Ganze wird jetzt hier mal durchgearbeitet. So, anrichten durch das dann auf den Teller. Würstchen noch dazu. Meine Nüsse noch oben drüber. Und eine Nuss noch zur Deko. Da war ja noch eine. Guck mal die oben drauf. So, schau, so sah das dann fertig aus. Also richtig schön lecker. Und ich hatte ja noch diese Wurst dazu gemacht. Und dann habe ich dir auch mal die Nährwerte hier berechnet mit eingeblendet. Und da kannst du sehen, also 206 Kilokalorien waren es ohne Wurst, 494 mit Wurst. Der Kohlenhydratanteil hat sich eigentlich gar nicht weiter verändert. Das ist ja das Wichtige bei der Fettleberanalyse. Und ja, was noch wichtiger ist, das ist gesundes Fett. Und da ist die Wurst nicht gerade ideal, aber ab und zu kannst du auch mal so eine Wurst essen, weil die Wurst, das hat ja das Fett vom normalen Fleisch, von dem Metzger, je nachdem, wie die verarbeitet ist drin. Aber wie gesagt, ab und zu mal so ein Essen zwischendrin mit so einer Wurst, alles okay. Ja, und weiter geht es mit den leckeren Joghurtkuchen. Da brauchst du nur 4 Zutaten und auch der ist im Buch integriert. Aber schau mal, er war richtig lecker. Hier habe ich mir schon mal Weizenmehl eingesiebt. Hier kommen jetzt meine 4 Becher griechischer Joghurt rein oder Joghurt griechischer Art. Das sind 150 Gramm je, das ergibt dann 600 Gramm zusammen. Als nächstes habe ich jetzt hier 4 Eier. Das rühre ich so schon erstmal etwas. So, und dann habe ich mir überlegt, ich nehme Dattelsirup dazu. Probiere es jetzt erstmal mit 3 und probiere es, wie es da vom Geschmack ist. Nicht, dass mir das nachher zu süß wird. Was ich jetzt noch etwas mag, ist meine Vanille etwas noch. Kann doch der 4. Löffel mit dran. Jo, jetzt habe ich mein Mehl. Das gebe ich jetzt hier drunter. Da habe ich keine Klumpen, nichts dran. So, das arbeite ich jetzt hier drunter. Das arbeite ich jetzt gut durch, damit keine Klumpen nachher sind. So, jetzt mache ich was ich sonst nie gemacht habe. Ich habe hier noch Kokosraspel. Und ich wandere den jetzt mal etwas ab. Also 2 Löffelchen Kokosraspel noch mit gleich drunter. So, ist das jetzt gut durchgearbeitet. So, hier habe ich jetzt meine 20er Form. Da habe ich mir so eine Dauerbackfolie mal gekauft. Die ist richtig ideal dafür. Jetzt fülle ich den Kuchen da entsprechend ein. Das ist alles da drin. Jetzt habe ich meine Heißluftfritteuse hier. Ja, jetzt rein. Also unten drin ist das Rost, die Crispplatte. Und darauf kommt jetzt der Kuchen. 160 Grad. Und ja, nach 20 Minuten mache ich mal Stäbchenprobe. Ja, dann schauen wir mal. Guck mal. Er ist goldgelb. In der Mitte wackelt er noch. Ich will ja gar nicht zu sehr. Am Rand zieht er schon an. Ich lasse ihn noch mal 3 Minütchen. Erstmal in der Mitte noch zu wackelig. Also, halt, Backe. 160 Grad. Und nochmal 4 Minuten. So. Schauen wir noch mal. Ja, er ist schon fester geworden in der Mitte. Und ich mache jetzt Folgendes. Er wackelt zwar noch ziemlich. Ich könnte noch 2 Minütchen mache ich noch dazu. Also wieder Backe. 100. Ich gehe sogar runter auf 150 Grad. Und 2 Minuten.
So, jetzt machen wir mal ganz kurz auf, schauen kurz rein. Ja, und ich schließe ihn gleich wieder, dass die Wärme drinnen bleibt, denn ich lasse ihn jetzt da drinnen abkühlen. Dann kann er noch nachziehen und noch fester werden. So, hier habe ich jetzt den Kuchen und inzwischen hatte ich noch ein bisschen Kokosraspel so oben drüber gemacht. Also ungefähr so nach 2 Stunden habe ich ihn jetzt rausgenommen. Also er ist noch warm. Aber du siehst schon mal, er sieht schon mal richtig lecker aus. Jetzt lasse ich ihn noch komplett abkühlen und dann kommt er eine Stunde in den Kühlschrank. Das ist der besondere Trick bei dem Kuchen. Und du siehst, der sieht so schon mal richtig lecker aus. Also wenn die Form jetzt nicht mehr heiß ist, weil momentan von unten ist es doch noch ganz schön warm, dann kommt zum Kühlschrank, weil sofort, ich hatte den Kühlschrank nur, ja, heiß und kalt passt nicht so ideal zusammen. Deswegen lasse ich das erstmal hier richtig abkühlen und dann kommt er noch mal eine Stunde in den Kühlschrank und dann schneidet man an. So, dann schauen wir uns den Kuchen mal an. So, da er hier in dieser Form ist, lässt es sich ja wunderbar leicht rausnehmen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt schneide ich ihn mal an. Heidelbeeren dazu. Habe ich noch mein Löffelchen. Schau, sieht der nicht köstlich aus und der hat so klasse geschmeckt. Ja, wenn du etwas süßer haben möchtest, dann kannst du noch eventuell mehr Zucker oder etwas Honig mehr nehmen. Aber für mich war es so komplett richtig klasse und ganz, ganz lecker. Ja, und noch die Himbeeren dazu, die ich dann gepackt hatte. Das hat zusammen wunderbar geschmeckt. Schau mal, sieht das nicht lecker aus? Und das ist jetzt das Putengeschnetzelte mit Apfel und Lauch. Das ist das Rezept von der Seite 82. Also wenn du mal das Buch hast und du willst nachschauen, dann kannst du das genau 1:1 verfolgen. Leberleicht kochen ist wirklich richtig klasse und es hat mir so viel Spaß gemacht, das Buch zu erfassen, zu erstellen und die Rezepte zu probieren. So, heute gibt es Putengeschnetzeltes mit Apfel und Lauch aus dem Fettleberbuch. Dann habe ich als nächstes Zwiebel. Ich habe diesmal eine rote Zwiebel, ihr könnt auch eine ganz normale weiße Zwiebel nehmen. Ich hatte jetzt die roten Zwiebeln noch da. Jetzt nehme ich die rote Zwiebel dazu. So, die Zwiebel würfel ich etwas. So, hier habe ich jetzt die gewürfelten Zwiebeln. Als nächstes brauche ich noch einen Apfel. Das sind jetzt erstmal Viertel und hier das Kerngehäuse entferne. So, nachdem ich das Kerngehäuse entfernt habe, würfel ich die Äpfel. Schneide sie einmal so durch. Mache so Würfelstücke daraus. So, hier habe ich jetzt einen Lauch noch. Der ist relativ groß. Da brauche ich nicht so viel davon. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schneide den erstmal so ein Stückchen ein. Du kannst es auch ganz lassen, wenn du die Lauchringe gerne hast, aber ich habe es lieber so. Ja, das langt jetzt. Ja, und das Putenbrustfilet, das hatte ich vorher in so gleichmäßige Würfel geschnitten. Das seht ihr ja hier in der Schale. Jetzt geht es in meine Putenbruststreifen weiter. Da brauche ich Salz und Pfeffer. Also da habe ich jetzt Salz. Und jetzt kommt noch Pfeffer dazu. Dann wird das mit Öl eingesprüht. So, dann kommt noch ein Löffel Senf oben drüber. So, das langt. Und das verarbeite ich jetzt erstmal hier. So dass der Senf und die Gewürze alles gut vermischt sind und auch das Öl an die Putenbruststreifen sind. So, das ist jetzt gut durchgearbeitet. Jetzt kommen meine Zwiebeln, der Lauch, die Äpfel, das alles dazu. So, jetzt arbeite ich das gemeinsam nochmal gut durch. Schau mal, das sieht doch schon richtig köstlich, herrlich frisch aus. So, jetzt geht's rüber. Eisluftfritteuse. Kommt die Schale da rein. Oh, die Schale ist zu groß. Ich habe die falsche Schale erwischt. Dann nehme ich diesmal die Silikonschale und das umfüllen. Ich mache eigentlich mal alles ganz gerne in diesen Glasschalen. So, schau, so passt das jetzt rein. So, 180 Grad, 10 bis 12 Minuten. Dann schaue ich. Weil die Zeit müsst ihr immer selber noch ab und zu geben. Jede Heißluftfritteuse ist unterschiedlich von der Stärke und dementsprechend ist unterschiedlich die Zeit. Aber das ist auch Putenbrustfilet hier drin mit. Das braucht auch nicht so lange.
Ich gucke auch, dass das ein bisschen mit hochkommt. Denn die Äpfel des anderen möchte ich nämlich gar nicht so sehr verbrutzelt haben. Also habe ich die wieder etwas jetzt hochgeschafft. Die Äpfel des anderen kann unten drunter sein. Ja, so sollte das passen. So, jetzt kommt es in die heiße Fritteuse. Wie schon gesagt, 180 Grad. Ich habe die obere Schokolade. Das Ganze für, ich stelle mal gleich mal 12 Minuten ein. Ich denke, 12 Minuten braucht das, dadurch, dass ich auch eine Silikonschale rein habe, nicht eine Glasschale. So, die heiße Fritteuse hat gerufen und hier duftet es so herrlich. Ah, schau mal rein. Das sieht gut aus. Ja, genauso. Das Fleisch bleibt ja noch schön zart, schön saftig, nicht länger. Es ist leicht braune Spitzen. So nehme ich das jetzt raus, weil das Fleisch zieht ja immer noch ein bisschen nach. Wenn es jetzt länger drin lässt, wird es zu trocken. Also die 12 Minuten waren jetzt hier genau richtig. Ja, und hier kannst du jetzt sehen, wie ich jetzt aus der Silikonschale raushole. Ich habe jetzt so ein Messer rechts links reingesteckt und dann kannst du die Silikonschalen wunderbar anpacken und das Ganze rausnehmen. Und jetzt kommt das schon rüber auf den Teller und wird da entsprechend jetzt serviert, angerichtet und dann probieren wir gleich gemeinsam. Ja, und nachher hat Zeitlupe erwischt. Ja, die Kamera ist so weit oben, ich muss mich immer so lang strecken, damit ich alles sehe. Aber schaut mal, so einfach und so lecker kann leberleichtes Kochen sein. Also siehst, wunderbar einfache Kost. So, hier habe ich jetzt mal etwas näher rangezoomt, damit du es noch besser sehen kannst. Ja, und wir probieren ja jetzt noch gemeinsam und ich habe nämlich noch was vergessen gehabt. Das zeige ich dir jetzt ja gleich in dem Video. Jetzt hier noch in dem Anschluss, was jetzt noch kurz kommt. Kannst trotzdem essen, komm, ich habe noch was vergessen. Und zwar etwas Zitrone noch, Saftung drüber. Mache ich bei dir auch gleich noch. Es gibt noch ein bisschen mehr Frische, oder du kannst es auch ohne Zitrone haben, wie du willst. Also mir schmeckt es richtig gut. Ich sag, mir schmeckt es jetzt richtig gut. Mal sehen, was du jetzt sagst. Gut. Gut. Siehst du, man kann auch gut essen, auch leberfreundlich. Jetzt habe ich eine leckere Reispapierrolle für euch und ich zeige euch, was ihr beachten müsst, damit die auch wirklich so klappt. Ich zeige euch die Tricks und Tipps. So, jetzt habe ich mir was Besonderes mal überlegt. Ich habe jetzt hier eine rote Zwiebel. Da hole ich mir jetzt gerade ein paar Scheiben runter. Allzu viel brauche ich gar nicht. So, das langt schon. Karotte, mal gucken, ob ich den hobel oder den anderen nehme. Oh ja, da werden die auch richtig schön fein. Das langt schon. Jetzt wollte ich das Reispapier da rein, aber es ist zu klein. Jetzt habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich hier mein ganz normales Backpapier, was man so nehmen kann. Habe hier das mit den Löchern noch und habe hier, da passt das besser rein. Weil das Reispapier muss nachher weich sein. Und da ich das nachher besser in der heißen Fritteuse reinbringe, deswegen so. Aber das sehe ich dann noch genau, was ich jetzt vorhabe. So, meine Karottenstückchen sind zwar ziemlich dünn, ziemlich klein, aber ich habe gedacht, ich habe mir jetzt auf, dann schneide ich die nochmal so. Dann habe ich sie noch ein bisschen kleiner. Aber so sollte das schon voll und ganz lang. So, jetzt brauche ich meine Schale. Da kommt mein Ei rein. Dann Gewürze dazu. Pfeffer. Salz. Ein bisschen Knoblauchgranulat. So, das langt schon. Und noch ein bisschen Kurkuma. Das schlage ich jetzt hier auf. Dann habe ich hier von den geriebenen Hartkäse. Das dazu. Und das schlage ich nochmal auf. Ja. So sollte das von der Konsistenz passen. So, jetzt kommt das rüber. So, ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Normal wird das Reispapier ja durch Wasser gezogen. Aber ich nehme das jetzt mal mit einem Pinsel. Mache das Reispapier außen ringsrum mal schon mal feucht. Dass es da schon mal weich werden kann. Ich weiß es jetzt nicht, weil mein Reispapier ist schon ein klein bisschen älter, nicht erst frisch gekauft, ob das dann fester wird. Weil meins hält relativ lange, bevor sich das biegen lässt. So, jetzt noch ein klein bisschen in die Mitte. Jetzt verteile ich hier meine Zwiebeln. Meine Karotten. Mal gucken. Oh, es ist noch fest.
Darüber kommt jetzt meine Eimasse. Und jetzt kann ich hier schon das erste Päckchen. Jetzt warte ich, dass es ein bisschen anzieht. So. Und drüber noch mal kurz mit Wasser bestreichen. So, jetzt habe ich meinen Korb hier. Jetzt nehme ich nur diesen Teil. Da habe ich nämlich noch ein bisschen Luft unten drunter. Die Seiten belege ich mit Messer und Gabel, damit die nicht hochgehen. Denn die Heißluftfritteuse, meine Cosori, hat doch allerhand Turbo. So, 180 Grad, 4 Minuten, dann schaue ich mal rein. So, und nach 6 Minuten, also ich habe noch 2 Minuten danach verlängert, sieht das jetzt so aus. Ich nehme mal jetzt Messer und Gabel weg. Aber das ist heiß. Ich hole das mal raus. Jetzt ist ja da unten ist jetzt etwas von dem Eigelb drunter. So. Jetzt habe ich das einmal rumgedreht. Jetzt habe ich mir überlegt, das einmal rumgedrehte kommt so für 2 Minütchen noch mal ganz kurz rein. Ich finde, so sieht das schon mal gut aus. Mein Frühstück fertig. So, hier habe ich jetzt meine Frühlingsrolle, meine Eierrolle. Ich muss nachwarten, ich wollte es jetzt anweisen, euch zeigen. Ich finde, sie ist gelungen. Sie sieht ganz gut aus. Und schmecken tut es bestimmt auch. Aber ich muss noch warten, es ist noch heiß. Ja, und mit meinen Tricks, wie ich es gemacht habe, gelingt das auch, dass du dich so falten kannst. Weil das zeigt euch keine andere, die zeigen euch nur die fertige. Und was das für tricky daran ist, das zeige ich euch in meinen Videos ganz genau. So, jetzt ist es nicht mehr ganz so heiß, jetzt kann ich mal probieren. Du siehst, das ist ein richtig schöner Frühstückssnacks geworden, kann ich sagen. Ja, lässt sich gut essen. Einfach und schnell. Lecker.